Am 31. August 2019 rasen zwei Freunde in einem Sportwagen rund um München. Dabei überschreiten sie 149 Mal die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Um Gottes Willen, ich wusste, dass sie mit diesem Auto unterwegs sind. Nachts verlieren sie auf der Autobahn A95 mit mehr als 300 Stundenkilometern die Kontrolle über den Sportwagen. Das Einzige, was Licht gemacht hat, war das brennende Fahrzeug. Autobahn A95, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt. Was ist da überhaupt passiert? Nur einer der beiden Freunde überlebt diesen Horrorcrash und kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unvorstellbar. Dass da jemand lebend rauskommen könnte. Der andere verstirbt noch an der Unfallstelle. Hey Mama, du musst jetzt stark sein, der Ben ist gestorben. Der Überlebende behauptet noch in der Unfallnacht gegenüber der Polizei, er sei der Beifahrer gewesen. In dem Fall war es jetzt so, dass ich ja an der Unfallstelle meine Zweifel geäußert habe. Ein Gutachten soll aufklären, was wirklich in der Unfallnacht passiert ist. Es wurden da von der Staatsanwaltschaft und der Polizei sehr aufwendige und sehr umfangreiche Ermittlungen geführt. Die Familie des 23-jährigen Unfalltoten steht unter Schock. Aber die Momente gibt es natürlich. Man wird einfach verzweifelt ist und ich denke, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Diese Bilder sind Originalaufnahmen von Zora Schulte-Widacic, aufgenommen mit der Dashcam in ihrem Auto. Am 1. September 2019 waren mein Mann, mein Sohn und ich auf der Rückfahrt von unserem Urlaub. Und auf der A95 waren wir, das war kurz vor 2 ungefähr. Wir waren ganz alleine auf der Autobahn, vor uns niemand, hinter uns niemand. Und in einem Moment ist ein Auto an uns vorbeigefahren. Also das ist wie eine Rakete gewesen, so schnell. Keine 2-3 Augenblicke später hat man eine riesige Feuersäule gesehen. Und mein Mann sagte zu mir, der brennt. Ich sagte, wer brennt? Ja, der gerade an uns vorbeigefahren ist. Ich sagte, das kann nicht sein. Doch, sagt er, siehst du das nicht? Ja, das war richtig Feuersäule, richtig. Daj mi Handy. Evo ti. Koji je to broj? 110, je li tako? 112. Za 2,5 kilometara držite se lijeve strane. Ja, grüß Gott, Schulte-Widacic mein Name. Ich bin gerade Zeugin eines schweren Unfalls geworden. Ich glaube, der Fahrer hat gar nicht überlebt. Ich bin von München Richtung Kempten fahre ich und da brennt das Auto. Während ich telefoniert habe, sind Leute auf der anderen Autobahnseite stehen geblieben, sind rübergekommen. Aber da konnte keiner irgendwas tun, weil es hat gebrannt und es gab ständig so kleinere Explosionen, so dass man überhaupt nicht richtig nah an das Auto kommen konnte. Schatzi, wir müssen hier bleiben. Rettungsdienst kommt. Rettungsdienst kommt. Der Notruf geht um 1:50 Uhr in der Leitstelle ein. Mehr als 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München und der Freiwilligen Feuerwehr Wangen machen sich, parallel zu Polizei und den Rettungskräften, auf den Weg zur Unfallstelle. Ja, Florian 41, das ist alarmiert. Autobahn A95, Fahrtrichtung Garmisch, Höhe Oberdill, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt.
ist Peter Stiebborn, ich bin Brandinspektor bei der Berufsfeuerwehr München und Gruppenführer im Einsatzdienst. Er gehört zu den Ersten, die ca. 20 Minuten nach Eingang des Notrufs an der Unfallstelle eintreffen. Es war ziemlich chaotisch am Anfang, weil es halt einfach auch stockdunkel war da draußen. Man hat jetzt nicht gesehen, wo liegt wer oder wo ist was. Das Einzige, was Licht gemacht hat, war das brennende Fahrzeug. Für den Einsatzleiter ist dies kein gewöhnlicher Verkehrsunfall. Weil natürlich das schon was in dieser Form absolut einmalig war in meinem Empfinden, weil ich eben so einen massiven Schaden an einem Fahrzeug ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Es war eine Einsatzstelle, die sich über ca. 150 Meter erstreckt hat. Von der Einschlagstelle, sage ich jetzt mal, an der Leitplanke bis zum letzten Fahrzeugteil, das wir so gefunden haben, ca. wie gesagt 150 Meter. Es war das Fahrzeug in mehrere Teile zerrissen. Sofort wird der Streckenabschnitt gesperrt und ausgeleuchtet. 2 Verkehrsopfer werden gefunden. Der Rettungswagen ist vor zur ersten Person, die am Leben war, und hat da gleich versorgt. Da waren dann wohl auch die Ersthelfer. Es hat ein weiteres Rettungswagenteam die zweite Person versucht zu versorgen. Da haben wir dann nur unterstützt und haben zeitgleich das Fahrzeug noch abgelöscht. Das war in unmittelbarer Nähe. Genau. Als die Rettungskräfte dann kamen, als man mir gesagt hat, da war noch jemand im Auto, also das war für mich dann noch schlimmer, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, zu suchen, weil ich bin davon ausgegangen, dass da jemand im Auto war, der ist verbrannt, weil das konnte man gar nicht erkennen, was das für ein Auto war. Die notärztliche Versorgung des zweiten Fahrzeuginsassen verläuft erfolglos. Er war auf alle Fälle schon in einem Zustand, wo die Kollegen das Reanimieren zwar noch mal angefangen haben, das aber dann wenig Aussicht auf Erfolg hatte und es wurde dann mehr oder weniger eingestellt. Mein Name ist Klaus-Peter, ich bin Feuerwehrmann und Rettungsassistent. Und den zweiten Verletzten, ich weiß nicht mehr genau, wie er zu uns kam. Wir haben ihn dann irgendwann in den Rettungswagen verbracht, haben ihn dort medizinisch erst versorgt. Unvorstellbar. Dass da jemand lebend rauskommen könnte, unvorstellbar. Unvorstellbar. Also das ist ein Flammeninferno gewesen. Augenscheinlich hatte er keine schweren Verletzungen. Aber bei so einem Unfallgeschehen ist es Standard, dass man ihn quasi auf den Schockraum anmeldet. Und im Verlauf haben wir den dann auch mit dem Notarzt, der dann mitgefahren ist, in den Schockraum nach Großadern verbracht. Noch an der Unfallstelle spricht der 22-jährige Verletzte mit Notarzt Dr. Kirchner und sagt ihm, er sei der Beifahrer gewesen. Außerdem fragt er nach einem Bentley. Anhand seiner Ausweispapiere wird er als Alex K. identifiziert. Noch in der Nacht eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren und kontaktiert ein Sachverständigenbüro. Mein Name ist Michael Humann. Ich bin hauptberuflich Kfz-Sachverständiger. Also wie der Anruf kam, war ich im Bett. Das war ungefähr 2:30. Das war die Einsatzzentrale in Rosenheim auf der A95, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ob ich Zeit habe, ob ich rauskommen kann. Also mehr weiß ich erstmal nicht. Ich habe nicht gewusst, es sind mehrere Fahrzeuge beteiligt, es ist nur ein Fahrzeug. Auf alle Fälle also ein tödlicher Unfall. Gut, ich habe mein Zeug zusammengepackt, mich ins Auto gesetzt und bin an die Unfallstelle gefahren. Dort angekommen, verschafft sich Michael Humann so schnell wie möglich einen ersten Überblick. Dann bin ich zu den Polizeibeamten, das ist immer der erste Weg. Was weiß die Polizei schon? Und die haben halt gesagt, na gut, das habe ich dann selber gesehen. Das Auto ist abgekommen durch die Leitplanke und dann eben an etliche Bäume. Gut, dann habe ich natürlich gesehen, dass der Verstorbene da liegt. Und dann habe ich gefragt, ja, wer denn das sei, also nicht nach dem Namen oder so, sondern ja, das sei der Fahrer. Okay, das habe ich erst mal so hingenommen und habe mich erst einmal um die Unfallstelle gekümmert, was ist da überhaupt passiert, wie ist es dazu gekommen. Kurz das Auto angeschaut, ob da irgendwas Auffälliges ist.
ob man schon sieht, dass der ein Rad verloren hat oder irgendwie sowas in der Art. Und dann geht man halt die Unfallstelle ab. Der Überlebende wird umgehend ins Klinikum Großhadern gebracht. Während der Fahrt bleibt Alex K. ansprechbar. Aus meiner Sicht als Rettungsassistent hat er mir einen geschockten Zustand gezeigt, mit dem, dass er einige Passagen immer mal wieder wiederholt hat, dass er gesagt hat, wo ist mein Bentley, ist der Bentley noch ganz? Und er war zwar einigermaßen orientiert, aber er war total vom Unfallgeschehen her geschockt. Die Frage von Alex K. nach einem Bentley, obwohl er in einem Audi saß, ordnet der Rettungssanitäter in diesem Moment dem Schockzustand des Verletzten zu. Dies wird später noch von Bedeutung sein. Im Krankenhaus diagnostizieren die Ärzte unter anderem eine Fraktur der rechten Schulter und des rechten Oberarms, mehrere offene Wunden am ganzen Körper und Verletzungen der inneren Organe. Noch in derselben Nacht befragen Polizeibeamte Alex K. nach dem Unfallhergang. Nachdem er sich erst einmal an nichts erinnern kann, wiederholt er gegenüber den Beamten seine Aussage vom Unfallort. Er selbst sei der Beifahrer gewesen. Auf die Frage, wer am Steuer des Sportwagens gesessen habe, benennt er seinen beim Unfall verstorbenen Freund Ben Apostoli. Mein Name ist Raphael Apostoli und ich bin der große Bruder von Ben. Als ich in der Früh aufgewacht bin dann und ich dann auf mein Handy geschaut habe und irgendwann auf Instagram gehe und hat mir ein anderer Freund von Ben hat mir da geschrieben, hey, hast du Zeitung gelesen, ich kann Ben und Alex nicht erreichen. Dachte ich mir, um Gottes Willen, ich wusste, dass sie mit diesem Auto unterwegs sind. Habe gegoogelt, habe halt einfach eingegeben, Audi R8 Unfall, kam sofort, schwerer Unfall auf der A95, ein Toter, ein Schwerverletzter, habe Bilder gesehen. Und damit zu einem Horrorunfall auf der Autobahn A95 mit unfassbaren 300 Stundenkilometern. Dass hier überhaupt jemand lebendig rausgekommen ist, ist ein Wunder. Ich bin davor noch bei meiner damaligen Freundin, war ich in unserer Wohnung. Na, hat sie halt dann gemeint, ja, ruf halt bei der Polizei in Gauting an. Vielleicht können die dir was sagen. Dann habe ich da angerufen. Und der Polizist am Telefon hat halt dann gemeint, ja, dass es eben den Unfall gab und dass sie davon ausgehen, dass mein Bruder derjenige ist, der verstorben ist. Die Nachricht, dass sein 2 Jahre jüngerer Bruder bei diesem Raserunfall ums Leben gekommen ist, für Raphael ein Schock. Und jetzt muss er die anderen Familienmitglieder, die alle gerade im Urlaub sind, darüber informieren. Ich bin Philipp Apostoli, ich bin der Bruder von Ben. Wir waren damals den ersten Tag gerade in unserem Gardasee-Urlaub, meine Freundin und ich. Und ja, und dann ist wer nach oben gegangen, nochmal zum Haus. Und dann kam sie ganz aufgelöst mit dem Handy am Ohr. Ben ist tot und hat mich weiter an meinen Bruder verwiesen, der gar nicht mehr klargekommen ist. Er hat nur noch gesagt, was sollen wir machen, was sollen wir machen. Und dann versuchst du da irgendwie ein vernünftiges Gespräch zusammenzubekommen mit ihm, was natürlich überhaupt nicht möglich war. Ja, und dann hat er aufgelegt. Aber richtig verstanden habe ich es noch nicht. Irgendwann habe ich meine Mama angerufen. Und ich kann mich noch wirklich wortgenau an die ersten Sätze von dem Gespräch erinnern, weil ich nicht wusste, wie ich das verpacken soll. Dann habe ich halt einfach gesagt, hey Mama,
du musst jetzt stark sein. Und habe halt gesagt, der Ben ist gestorben. Sie hat es nicht geglaubt. Später hat mich mein Papa dann angerufen und hat geweint. Ich habe meinen Papa nie weinen hören. Währenddessen setzen die Polizei und der Kfz-Sachverständige an der Unfallstelle ihre Ermittlungsarbeit fort. Der Gutachter sucht jetzt nach Hinweisen vor Ort, um zu klären, ob der Unfall durch Eigen- oder Fremdverschulden verursacht wurde, durch einen Fahrfehler, einen technischen Defekt oder gar durch ein zweites Fahrzeug. Es waren deutliche Spuren auf der Autobahn zu sehen. Und die geht man dann, macht jeder so, praktisch die Spur zurück entgegen der Fahrtrichtung und schaut, was ist das für eine Spur, gibt es da irgendwelche Teile, die irgendwo auf der Autobahn rumliegen, die möglicherweise zu dem Auto gehören, bis man halt an den Punkt kommt, wo die Spur anfängt. Und da hat man halt dann gesehen, ja, der ist im Bogen nach links gefahren, Richtung Leitplanke. Und dann ist das Auto halt im Bogen nach rechts geschleudert und dann gegen die Leitplanke. Er hat die Leitplanke unterfahren. Das Auto ist so flach, dass der praktisch die Leitplanke rausgerissen hat aus dem Bankett. Also mehrere Bäume hat er dann touchiert. Ja, und an einem dieser Bäume ist er halt mit der rechten Längsseite eingeschlagen. Und dabei ist dann das Heck abgerissen worden. Ebenfalls am frühen Morgen ist auch ein Fotograf von der Feuerwehr zugegen und dokumentiert die Unfallstelle. Mein Name ist Jürgen Römmler, bin seit 35 Jahren bei der Berufsfeuerwehr München und mache nebenbei ehrenamtlich die Einsatzdokumentation für Feuerwehren im Landkreis Starnberg. Das war natürlich schon sage ich mal, außergewöhnliches Bild, was ich da vorgefunden habe. Also das ist was mir tatsächlich auch in meiner langen Zeit als Fotograf noch nicht so oft untergekommen ist, ein Fahrzeug so dermaßen zerstört. Ja. Da war halt auch das große Glück, sage ich jetzt in Anführungszeichen, vielleicht für den, der überlebt hat, dass das Auto so auseinandergerissen worden ist und der Tank und der Treibstoff dann woanders war, wie da, wo er tatsächlich in dem Fahrzeug war. Seine Fotos von der Unfallstelle verschickt Jürgen Römmler direkt an die Presse. Ein 23-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab. Der Audi R8 Spider zerreißt in 2 Stücke. Der Fahrer ist sofort tot. Der Beifahrer wird samt Sitz aus dem Auto katapultiert und überlebt. Die Polizei gibt am Mittag eine Pressemitteilung heraus, in der konkret formuliert ist, dass beim Unfall der Fahrer tödlich verunglückt ist und der Beifahrer verletzt überlebt hat. Diese Nachricht hat für die Familie des verstorbenen Ben verheerende Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft München beauftragt weitere Ermittlungen, da es sich um einen Verkehrsunfall mit Todesfolge handelt. Vor allem soll geklärt werden, wer zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer des Audi R8 gesessen hat. Außer den Aussagen des Überlebenden Alex K. gibt es andere, die an seiner Behauptung, er sei der Beifahrer gewesen, Zweifel aufkommen lassen. Und somit liegt, laut Amtsdeutsch, ein Anfangsverdacht der falschen Verdächtigung vor. Also ich glaube, das war jemand von der Feuerwache. Und er hat mir das erzählt, von dem Beifahrer, der rausgeschleudert worden ist, für den es keine Hilfe mehr gibt. Und ich fragte, und, wie sieht es aus? Und er machte nur so. Also keine Chance. Der war schon gestorben, der war schon tot, leider. Auch den Kfz-Sachverständigen beschäftigen die widersprüchlichen Angaben. Also wenn die Fahrerfrage jetzt zum Beispiel ein Thema ist, dann wird natürlich genauer geschaut, findet man irgendwas, was jetzt eindeutig darauf schließen lässt, dass jetzt der Herr Müller links und der Herr Meier rechts gesessen ist. Und gut, in dem Fall war es jetzt so, dass
Ja, also ich ja an der Unfallstelle, die meine Zweifel da geäußert habe. Die Eltern von Ben Apostoli brechen sofort ihren Urlaub ab und kommen noch am selben Tag aus Italien zurück nach Hause. Der Moment, das war schrecklich, auch als meine Eltern dann abends angekommen sind. Man nimmt sich in den Arm und ist einfach nur hilflos, wirklich. Der Leichnam von Ben Apostoli ist noch in der Unfallnacht in die Münchner Rechtsmedizin gebracht worden, wo 2 Tage später die Obduktion vorgenommen wird. Sie müssen ja die Kausalität des Todes auch belegen. Das heißt, Sie müssen ausschließen, gab es eine andere Ursache, also zum Beispiel einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall am Steuer. Und dann gibt es natürlich, wie in dem Fall, auch besondere Fragestellungen. Sprich, kann man aus einem Verletzungsmuster noch weitere Aussagen treffen? Die Obduktion ergibt, dass Ben Apostoli unmittelbar durch die Folgen des Verkehrsunfalls ums Leben gekommen ist. Es werden auch Blut- und DNA-Proben entnommen, bevor der Leichnam für die Familie freigegeben wird. Ich habe ihn ja nochmal gesehen danach, aber da war er hergerichtet. Aber wenn ich den in der Gerichtsmedizin in München gesehen hätte, dann hätte ich ihn ja so gesehen, wie er nach dem Unfall ausgeschaut hat. Und das hat mir schon gereicht tatsächlich, wie es in dieser Auslegungshalle beim Bestatter ausgeschaut hat. Die Autoteile des Audi R8 und weitere Hinweisspuren kommen zur genaueren Untersuchung in die Werkstatt zum Kfz-Sachverständigen. Alles, was an der Unfallstelle irgendwie von Wichtigkeit ist, ja, für uns, für die Unfallrekonstruktion, das wird gesondert eingesammelt und dann kommt für uns die Spurensicherung. Es wird das Fahrzeug erstmal im Hinblick auf die Unfallanalyse untersucht, also von außen, was sind für Spuren da, ist da irgendwas zu sehen. Das wird dann mit dem Meterstab und so weiter wird eingemessen. Eine Arbeit, die noch Monate in Anspruch nehmen wird, bis eine belastbare Unfallanalyse vorliegt. Raphael Apostoli trauert um seinen toten Bruder. Der Verlust traumatisiert die gesamte Familie. Ich kenne es ja von mir selber, man liest von einem schlimmen Unfall in der Zeitung, denkt sich vielleicht noch 2 Sekunden, oh Gott, sehr grausig. Und dann blättert man weiter zum Sportteil. Und wenn man das selber erlebt und was das mit einer Familie macht, wenn man dann seine Eltern sieht, die komplett anders sind als davor, wenn man seine Brüder sieht, die selber gerade was durchleben, was halt einfach nicht normal ist. Also ich meine jetzt nicht normal in der Hinsicht, dass es halt einfach nicht der Lauf der Dinge sein sollte, dass der jüngste Bruder als erstes stirbt. Also mal davon abgesehen, dass der Ben natürlich mein kleiner Bruder war es für mich wie mein bester Freund. Ben Apostoli, der jüngste von 4 Brüdern, ist in Gauting, einer 20.000 Einwohnergemeinde südwestlich von München, aufgewachsen. Ben hat eine kaufmännische Ausbildung in einem Zulieferbetrieb für die Elektroindustrie in der Firma von Jens Höfer gemacht und wurde anschließend übernommen. Ich glaube, er war in knapp 2 Jahren fertig mit der Ausbildung und hat dann echte Talente gezeigt. Also es hat sich erwiesen, Beni hat den Job im Vertrieb geliebt. Herausragend war halt, dass er überhaupt keine Angst vor großen Konzernen hatte, keine Angst vor niemandem hatte. Der hat sich auch bei Kundenseminaren vor größere Gruppen gestellt und Vorträge gehalten. Die Familie von Ben Apostoli betreibt seit 30 Jahren in Gauting eine Gastwirtschaft und ist hier stark verwurzelt. Neben der Trauer um den Sohn muss sich die Familie nach dem Unfall mit Anfeindungen in der Gemeinde, aber auch in den sozialen Medien auseinandersetzen. Obwohl sein Name nicht veröffentlicht ist,
Vielen ist klar, dass nur der tote Ben derjenige sein kann, der den Horrorcrash verursacht hat und dabei das Leben seines Freundes Alex K. aufs Spiel gesetzt hat. Wenn man sich die teilweise Kommentare bei Facebook durchgelesen hat, bei Instagram, soziale Medien generell, wie sie hergezogen haben über den Fahrer, den keiner kannte, wo niemand wusste, was eigentlich ist. Da ging ja darum, dass er der Todesraser von Gauting oder wie sie ihn genannt haben, ist. Den Eltern wird unter anderem vorgehalten, wie sie es zulassen konnten, dass ihr Sohn so verantwortungslos als Raser unterwegs war. Auch Bens Chef Jens Höfer wird mit Vorwürfen konfrontiert. Man hat mir unterstellt, ich hätte dieses Auto dem Beni geliehen. War natürlich absolut nicht so, weil wir sind ein seriöses Unternehmen und wir würden uns niemals ein solches Fahrzeug zulegen. Ich musste mich halt beim Einkaufen im Supermarkt von allen möglichen Leuten blöd anreden lassen, wie ich dazu käme, ein solches Auto dem Beni zu verleihen. Das war natürlich bei all dem Schmerz und der Trauer noch so richtig einer obendrauf gesetzt. Und dann meldet sich bei der Polizei eine weitere Zeugin. Theresa O. berichtet von einem illegalen Autorennen, das sie nur 10 Minuten vor dem Unfall auf derselben Autobahn beobachtet haben will. Laut ihrer Aussage waren daran ein Audi R8 und ein weiterer Sportwagen, den sie nicht einer Marke zuordnen kann, beteiligt. Ging dem Unfall also ein Raserrennen voraus? Die geräumte Unfallstelle auf der A95 ist für den Verkehr wieder freigegeben. Nur die kaputten Leitplanken und Schrammen an den Bäumen erinnern noch an den tödlichen Crash. Noch einmal untersucht die Polizei die Unfallstelle gründlich nach weiteren Hinweisen und möglichen Beweismitteln. Und findet im Gebüsch ein Mobiltelefon. Schnell können die Beamten das Handy Ben Apostoli zuordnen und beginnen mit der akribischen Auswertung der Daten. Dabei stoßen sie neben Textnachrichten auch auf Fotos und Videos vom Tag des Unfalls. Darauf eindeutig zu sehen, weitere Personen und ein zweites Auto, das zusammen mit dem Audi unterwegs ist. Ein Bentley Continental GT Speed. Dieser Hinweis wirft für die Ermittler weitere Fragen rund um den Horrorcrash auf. Was geschah wirklich in jener Nacht, in der Ben Apostoli starb?